Das einzige Serienflugzeug der Welt, das sowohl mit Kolbenmotor als auch mit Strahltriebwerk in die Luft ging. Nicht als Versuch, nicht als Einzelstück, als Serienjäger. Zweimal. Und das Kurioseste: dieser Fakt war kein Zufall. Es war eine direkte Folge davon, dass dieses Flugzeug von Anfang an so gebaut wurde, wie es eigentlich niemand baute. Das ist die Geschichte der Saab J21, einem Flugzeug mit dem Propeller hinten, dem Piloten vorne und einer Logik, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt. Und auf den zweiten Blick Genialität. Doch um zu verstehen, warum ausgerechnet dieses Flugzeug zweimal geboren wurde, müssen wir zurück nach Schweden, in die Nacht des Zweiten Weltkriegs. Schweden blieb im Zweiten Weltkrieg neutral. Aber neutral bedeutete 1940 nicht sicher. Ringsum brannte Europa, Deutschland im Norden, im Westen, im Süden. Die schwedische Luftwaffe bestand aus alten Biplanen, importierten Maschinen, Übergangslösungen. Eine Kommission des Militärs stellte fest, die schwedischen Streitkräfte könnten einen modernen Angriff nicht abwehren. Der Auftrag von Saab war klar: ein eigener Jäger. Schnell, leistungsfähig, schwedisch. Frid Wenström, Chefkonstrukteur bei Saab, hatte eine Idee, die seine Kollegen zunächst beschäftigt betrachteten. Er wollte den Motor nach hinten verlegen. Nicht neben den Piloten, nicht unter den Piloten, sondern dahinter. Der Propeller sollte nicht ziehen, sondern schieben. Eine sogenannte Druckpropellerkonfiguration, kombiniert mit 2 Heckträgern links und rechts, die das Leitwerk trugen. Die Idee war nicht völlig neu. Aber in Serie, als Frontjäger, das hatte niemand gewagt. Die Vorteile waren real. Alle Waffen konnten in der Nase konzentriert werden, ohne Synchronisierungsprobleme durch den Propellerkreis. Der Pilot saß direkt hinter dem Mündungsfeuer. Beste Schussdisziplin. Und die Sicht nach vorne war die beste, die ein Jägerpilot der Zeit haben konnte. Die Nachteile waren es auch. Wie kühlt man einen Heckmotor am Boden ohne Fahrtwind? Wie verlässt ein Pilot im Notfall das Flugzeug, ohne in den hinteren, rotierenden Propeller geworfen zu werden? Diese Fragen existierten. Wenström hatte Antworten. Zumindest im Entwurf. Am 30. Juli 1943 rollte auf dem Saab-Werksgelände in Linköping der erste Prototyp an den Start. Claes Smith, Chefpilot bei Saab, sitzt in der Kanzel. Das Flugzeug ist neu, die Landebahn kurz. Und jemand hatte entschieden, dass man mit voller Landeklappenstellung starten sollte. Windkanalversuche hatten ergeben, das ergebe den kürzesten Startlauf. Smith zweifelt. Aber die Experten sind sich einig. Der Startlauf beginnt. Die Maschine beschleunigt. Doch am erwarteten Punkt passiert nichts. Kein Abheben. Die Klappe bremst mehr, als sie hilft. Das Flugzeug läuft und der Rand des Geländes kommt näher. Es ist zu spät zum Stoppen. Smith zieht. Das Flugzeug berührt die Straße am Rand des Geländes, reißt einen Zaun nieder und ist in der Luft. Irgendwie. Smith prüft die Steuereigenschaften. Gut genug. Er fliegt zum größeren Militärplatz Malmslätt, um sicherer zu landen. Die Landung selbst verläuft weich, bis er bemerkt, dass die Radbremsen ausgefallen sind. Der Aufprall beim Start hatte die Hydraulik beschädigt. Dann erinnert sich Smith an etwas. Im Rumpf ist ein Anti-Trudel-Fallschirm eingebaut. Er öffnet ihn. Das Flugzeug bremst sofort. Ein Schleppfallschirm als Notbremse. Zum ersten Mal in der Geschichte der Luftfahrt nicht geplant, sondern improvisiert. Das Hauptfahrwerk kollabiert noch, die Propellerspitzen schaben über den Boden als letzte Bremse. Aber der Wald am Ende der Bahn bleibt stehen. Der Prototyp wird repariert. Die Tests werden auf den größeren Platz F7 verlegt und die Klappenstellung für den Start wird überarbeitet. Von Anfang an war klar, ein Pilot, der aus der J21 aussteigen muss, hat ein Problem. Der Propeller dreht hinten. Wer abspringt, landet im Propellerkreis. Mehrere Ideen wurden untersucht. Sprengbolzen, um den Propeller abzuwerfen, Sprengladungen unter dem ganzen Triebwerk, Fallschirm, dann abspringen. Keine davon überzeugte. Saab entschied sich für etwas Neues. Ein Katapultsitz, der den Piloten senkrecht aus der Kanzel schleuderte, schnell genug, um den Propellerkreis zu überschreiten, bevor die Rotation gefährlich werden konnte. Die Entwicklung dauerte 1,5 Jahre. Bodentests mit Holzpuppen.
Dann ein Testflug auf einer umgebauten Saab 17, der erste Flugtest eines Schleudersitzes weltweit, am 22. Februar 1944. Als die J-21A ab Dezember 1945 in Dienst gestellt wurde, war sie das erste nicht-deutsche Serienflugzeug der Welt mit einem integrierten Schleudersitz. Im August 1946 kam der erste Ernstfall. Ein junger Leutnant namens Bengt Johansson kollidiert mit einer anderen Maschine auf 2000 Metern. Er zieht den Griff. Der Sitz schießt ihn frei. Er landet im Wasser der Ostsee und wird von einem Zerstörer geborgen. Aus 25 Katapultierungen in der Dienstzeit der J-21 verliefen 23 erfolgreich. Ab 1945 hatten die Schweden die Möglichkeit, amerikanische P-51D Mustang zu erwerben. In Schweden als J-26 bezeichnet, einem der besten Kolbenjäger des Zweiten Weltkriegs. Damit gab es plötzlich Direktvergleiche. Die Mustang war in Steigflug und Kurvenflug überlegen, keine Frage. Stärkerer Kompressor, modernere Aerodynamik. Aber die Überlegenheit war marginal. Und die J-21 brachte Stärken mit, die auf dem Papier nicht zu sehen waren. Die Bewaffnungskonzentration in der Nase ergab eine Trefferzone bei 450 Metern von weniger als 60 Zentimeter Breite. Kein Jäger der Zeit war präziser. Piloten entwickelten Taktiken, die die engen Kurvenradien und die guten Strömungsabrisseigenschaften der J-21 ausnutzten. Ein bewährtes Manöver? Senkrecht steigen, warten, bis der Verfolger an Geschwindigkeit verliert, dann überziehen und angreifen. Der Jäger, den niemand für möglich hielt, hielt sich. Nicht als bester Jäger des Krieges, aber als eigenständiger Charakter, der seine eigene Taktik erzwang. Hier beginnt die Geschichte, die die Saab J-21 einzigartig macht. 1945 war klar, die Zukunft gehört dem Strahltriebwerk. Schweden wollte einen eigenen Jet. Und Saab hatte eine ungewöhnliche Idee. Warum nicht den J-21 einfach umrüsten? Der Gedanke war nicht absurd. Die Druckpropellerkonfiguration, Motor hinten, Schubstrahl nach hinten, war strukturell verwandt mit dem, was ein Strahltriebwerk braucht. Der Luftstrom geht in dieselbe Richtung. Die grundlegende Silhouette passte. Das britische de Havilland Goblin Strahltriebwerk ersetzte den Daimler-Benz Kolbenmotor. Luft wurde nun durch Einläufe an den Seiten des Rumpfes zugeführt. Das Leitwerk wurde verstärkt und angehoben, um den Strahlabgasen auszuweichen. Ragnar Hartmark, der Projektleiter, hatte versprochen, 80% der Konstruktion bliebe erhalten. Am Ende waren es 50%. Die Umrüstung war tiefer als gedacht. Am 10. März 1947 hob der erste Prototyp der J-21R ab. R steht für Reaktion, also Reaktionsantrieb. Orkesunden am Steuer. Das Ergebnis war kein Spitzenjäger. 800 km/h Höchstgeschwindigkeit war für 1949 nicht mehr der Stand der Technik. Der neue Saab J-29 mit Pfeilflügeln, das fliegende Fass, war bereits in Entwicklung und würde deutlich schneller werden. Die J-21R diente als Jäger nur kurz beim Verband F-10 in Engelholm. Dann wechselte sie ins Erdkampfgeschäft, wurde zur A-21R und flog bis 1956 als Tiefflieger mit Raketen und Bomben weit unter dem Radar. Aber das Besondere stand fest. Kein anderes Flugzeug in der Geschichte der serienmäßigen Luftfahrt hat diese Reise gemacht, vom Kolbenmotor zum Strahltriebwerk, als produziertes Serienmuster, nicht als Einzelversuch. 302 Saab 21 wurden insgesamt gebaut, in 3 Jäger- und Angriffsvarianten als Kolbenmaschine, dazu 64 Exemplare der J-21R als Strahlversion. Die J-21 selbst war nicht die leistungsstärkste Maschine ihrer Zeit. Sie flog in keinem Krieg, sie errang keine Abschüsse in echten Gefechten und dennoch wurde sie zu einem der bedeutendsten Flugzeuge der schwedischen Luftfahrtgeschichte. Nicht wegen dem, was sie erreichte, sondern wegen dem, was sie lehrte. Die Konstruktion des Schleudersitzes, erarbeitet für diesen einen Jäger, floss in alle späteren schwedischen Kampfflugzeuge ein. Die aerodynamischen Erkenntnisse aus dem Laminarflügel, getestet im Windkanal an 2 verschiedenen Universitäten, bildeten die Grundlage für spätere Saab-Muster. Und die Jet-Konversion lehrte Schweden, was man wissen muss, bevor man einen eigenen Strahljäger baut. Lufteinläufe, Hochgeschwindigkeitsaerodynamik, Steuerungssysteme bei Überschallannäherung. Die J-21R war kein Fehler, sie war ein Lehrkurs.
Der J-29 Tuna, das fliegende Fass, kam ein paar Jahre später. Der erste europäische Pfeilflügeljäger nach dem Krieg, außer natürlich Deutschland. Und er war gut, sehr gut. Dass Schweden ihn bauen konnte, war kein Zufall. Heute steht die letzte erhaltene J-21R im Luftfahrtmuseum in Linköping, in der Stadt, wo alles begann. Wo ein Chefpilot einen Zaun niederbügelte, wo ein Leutnant der Erste war, der aus einem Serienjäger katapultiert wurde und überlebte, wo Ingenieure ein Flugzeug 2 Leben lang geflogen haben. Das einzige seiner Art, weltweit. Die Saab J-21 ist kein Rekordhalter in Geschwindigkeit, kein Sieger großer Luftschlachten, aber sie ist das einzige Serienflugzeug der Geschichte, das mit Kolbenmotor begann und mit Strahltriebwerk endete. Das allein ist eine Geschichte, die kein anderes Land, keine andere Werft, kein anderer Ingenieur je wiederholt hat. Wenn euch diese Art Geschichte interessiert, Flugzeuge, die anders waren als alle anderen und die Fragen aufwerfen, die auch heute noch nicht beantwortet sind, dann ist ein Abo hier genau richtig. Und wer über Mitgliedschaft nachdenkt, damit unterstützt du diesen Kanal direkt.